Bulgaria, ich höre deinen Namen im Wind, im Meer, in all meinen Träumen, verliebt in den Sand, in das blaue Blau. Ich schwöre, ich komm wieder genau hierher, genau, genau, genau. So, wir sind durchgekommen und wir haben jetzt gebraucht genau 20 Minuten. Den Kuchen kennt er nicht. Ja, herrlichstes Wetter heute. Setz dich mal vernünftig hin. Top Recording. The House in. Ach so. The House in. Oh, das hätte ich nicht getan. Wie war die Ausbeute? Ja, gut. Stolperstein. Du sollst ja auch langsamer gehen. Bulgaria, ich sehe dein Gesicht in der warmen Nacht. Herrlichstes Wetter. Wir haben Nachmittag. Achtung, Achtung, hier kommen die Pferde. Heute wieder herrlichstes Wetter. Leicht windig, aber herrlich. Und wir haben Hunger, wir wollen ein bisschen essen gehen. Wir haben noch nicht richtig gefrühstückt, eine Kleinigkeit zwar in der Früh, Kaffee natürlich. Und ich habe hier mein Handy mal und es gibt hier in der Nähe 2 Lokale. Die schauen wir uns mal an. Und zwar gibt es hier einen serbischen Grill, vielleicht 150 Meter von hier, direkt auf der Kreuzung in der Nähe vom Mladost oder Mladost, ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Das wäre mal interessant zum Anschauen. Und dann gibt es noch einen, nennt sich hier Valencia Fast Food. Ist auch ein interessantes Lokal. Man kann da relativ gut sitzen. Man kann in beiden gut sitzen. Das ist Selbstbedienung. Man kann sich vorher alles aussuchen. Da gibt es Fisch, gibt es Fleisch, gibt Salate. Preise könnten interessant sein. Das kann man aber erst sehen, wenn man bezahlt hat. Vorher kann das ein bisschen täuschen. Und da werden wir jetzt einfach mal hingehen. Übrigens, ich war gestern beim Friseur, ein bisschen kürzer geworden, aber hier ist es immer so, wenn man die Haare hier schneiden lässt, dann werden sie ordentlich kurz. Zeige ich euch gleich noch, wo ich da war. Hat 30 Lever gekostet. Also so eine Art türkischer Barbier, so die Art, ist aber natürlich ein bulgarischer Friseur. Ja gut, und das werden wir jetzt mal machen. So, wir sind losgegangen und hier unten Katzen. Ja. Wollte sagen, das nächste Baugebiet wird hier gemacht. Das wird wahrscheinlich jetzt im Herbst in Angriff genommen. Also hier gibt es noch einige Obst- und Gemüsegeschäfte. Und hier kommt der serbische Grill. Ne, hier ist der Bäcker. Stopp, hier ist der Bäcker. Und hier ist der serbische Grill. Und hier auf der anderen Seite ist der Valencia Grill, der auch interessant wäre. Und zur Orientierung, hier ist der Mladost. Und noch eine Geldwechselstube, wo wir immer Geld wechseln, aber das hat sich ja bald erledigt mit dem Geldwechsel. Bleiben wir wahrscheinlich im Schatten, oder? Da, oder? Nehmen wir den einzelnen? Oder lieber hier? So, das habe ich jetzt bestellt und du hast Salat bestellt, aber dann können wir uns ein bisschen abwechseln. Das war jetzt ganz spannend hier beim serbischen Grill. Jetzt nimm mal 2 Cola. Den müssen wir noch ein bisschen anmachen, den Salat, ne? Dann machen wir den noch mal an. Wie ist denn das Brot? Also hat jetzt gekostet insgesamt 19 Lever, ne? Ja. Also 20 Lever mit. Lever, Ach so, okay.
Und es hat sehr gut geschmeckt, alles ist auf und war wirklich gut. Ne? War lecker, ja. Das dicke Brot war lecker. Das Ja. Knöpfchen. Ist zwar so ein bisschen serbisch hier, aber das ist auch, was ich auch mag. Hier hätte man auch hingehen können, das ist die Valencia Grill. Und auch interessant, wird auch hier stark angenommen. Vielleicht beim nächsten Mal. Das war die Straße entlang hier, da hinten ist der Mladost. Und hier ist so alte Hotels, Harmonie. Das sind noch die etwas älteren Häuschen. Gut erhalten wahrscheinlich. Ich denke mal größere Zimmer. Diese alten Bäume hier, das ist der alte Baumbestand, den es hier schon immer gab. Und da geht es jetzt in der Richtung zurück. Heute hat die Rosi schön Brotzeit gemacht, oder wie sagt man? Bulgarische Brotzeit. Gekocht. Gekocht, ja klar, natürlich gekocht. Aber Brot gibt es auch dazu. Gutes bulgarisches Bier, Bier. Jetzt gehen wir mal auf den Schauen. Und wie sieht denn das hier aus? Was ist das? Ein Omelett? Omelett Leckeres Brot? und Kartoffeln. Karottengemüse. Karottengemüse. Natürlich, Tomaten. Dürfen wir nicht viel. du hast das Gleiche und natürlich ist es leckeres Kamenitzer. Kamenitzer. Und, und du hast einen Blick jetzt da runter. Ja. Das ist dein Blick. Mhm. Und das ist mein Blick. Sehr schön. Sehr schön. Und das lassen wir uns jetzt schmecken. Also, dann Einen guten Appetit. guten Appetit. So, wir haben kurz vor 8. Wir haben jetzt vor, zum Strand zu gehen. Wir lassen uns mal überraschen, wie voll es jetzt ist. Wir sind vielleicht um 7:45 da. Wir haben kurze Hose, barfuß und gehen ein bisschen mit den Füßen ins Wasser. Und wie gesagt, wir prüfen mal, wir schauen mal, wie voll die Liegen sind. Ob schon was los ist oder ob es dann erst vielleicht um 10, 11 Uhr losgeht. Ja, das wollen wir jetzt mal uns mal anschauen. Wir werden vielleicht noch einen Kaffee trinken. Lasst euch überraschen. So, wir nähern uns der Straße Nummer 1 und ich drehe mal um. Und hier ist die Bushaltestelle. Hier geht es rechts Richtung Nessebar oder links Richtung Sveti Flas. Und hier gehen wir über den Zebrastreifen hier drüber. Und dann geht es weiter zum Strand. Gehen wir hier mal auf den Bürgersteig an der Straße entlang und können dann da vorne rüber. Da ist die Straße und hier geht es jetzt entlang weiter zum Strand. Hier ist ein bisschen ruhiger zwischen den Hotels zu gehen. Aber man sieht, es ist Hauptsaison. Autos über Autos. Wir haben bis jetzt noch Glück. Wir kriegen bei uns noch einen Parkplatz überall. So, jetzt gehen wir hier durchs Hotel und kommen dann direkt schöner zum Strand. Alles noch recht ruhig am Pool. Alles wartet auf die ersten Gäste hier. Schön eigentlich. Aha. Alles wird noch. Das ist auch cool, einfach so. Ja, ist auch cool, ja. Getränke für den Tag. Hier auch Getränke für den Tag. Jetzt gehen wir hier über die Straße und kommen dann in den kleinen Weg da rein, wo es dann auch direkt zum Casino geht. Er wacht alles so langsam zum Leben. Hier gehen die Geschäfte. So, hier in Morris wird auch schon gewartet, dass die ersten Gäste kommen. Hier ist auch recht schön zum Sitzen. Von 10 bis 24 Uhr. Aber offen ist es schon, zumindest sitzplatzmäßig. So, wir sind jetzt hier am Casino. Also ein guter Markierungspunkt. Hier ist so ein bisschen breiterer Platz, weitere Straße. Und dann gehen wir jetzt weiter hier. So, wir haben die Strandzone erreicht und hier in dem Fall sind es hier, das ist die Bar Anne-Marie und Kiki Beach und vorher bitte Geld abholen. So, wenn man das nämlich richtig nutzt, wird es nämlich teuer, aber wenn man zum Strand geht, dann ist es natürlich kostenlos. Geht es erstmal schön durch die Dünen hier und es ist schon recht warm eigentlich und gleich, wenn man hier die oberste Düne
überschreitet, dann müsste man das Meer schon sehen. Ja, jetzt sieht man schon was. Und immer wieder faszinierend ist der schöne Sand hier. Und die Wellen, ich weiß nicht, ob man sieht auf der Kamera, sind auf jeden Fall schon sehr hoch. Und hier sieht man den ganzen Strandbereich wunderbar. Ja, und die Rosi kommt, oder? Ja, da ist sie schon. Ja, herrlich. Herrlich, herrlich. Ist noch nicht viel los, die Liegen sind noch gar nicht richtig belegt. Ist alles noch frei. So, wir sind hier an der Bar Anne-Marie. Sitzen doch schon einige Leute hier. Jetzt gehen wir mal durch die Palme zum Wasser. Also ganz in der Früh ist es hier wirklich gut. Nachher wird es voll. Letztens habe ich es ja mal abends gefilmt, da war es brutal voll. Dann ist hier auch alles belegt. Aber in der Früh ist wenig Wind. Angenehm so. Es sind aber starke Wellen heute. Jetzt drehe ich mal um. Jetzt sieht man hier hat man noch die freie Platzauswahl. Ich habe jetzt mal umgestellt, die Kamera, dass der Horizont stabil bleibt. Das ist auch so eine Einstellung hier. Das ist mir letztens aufgefallen, dass wenn man hier am Strand ist und einen Horizont hat, dass man permanent schief die Kamera gehalten hat. Das habe ich jetzt eingestellt. Das müsste jetzt also quasi super sein. Ja. Oh, jetzt gehen wir mal zum Strand. Jetzt drehe ich mal um. Sehr schön, ja. So richtig das Meer bis hier vorne hin, bis hier vorne hin. Da werden die ersten Stühle schon eingeschwemmt. Wahnsinn, ja. Das ist echt gut. Also hier laufen die Vorbereitungen, die Stühle werden geputzt, der Seetang wird teilweise entfernt, so gut wie es geht natürlich. Ich finde es zwar nicht schlimm, aber es sieht natürlich besser aus. Hier ist alles schon weg. Ja, das Meer ist heute wirklich sehr wild. Aber das Wasser ist wunderbar warm. Also es ist herrlich. Es ist überhaupt nicht kalt. Überhaupt nicht kalt. Und hier wartet man auf den Massenansturm heute. Ist ja Wochenende und heute könnte es voll werden. Hier wird nochmal mühsam der Seetang hier entfernt. Das ist wie Rasen eigentlich. Da kann man sehen, dass das Meer heute Nacht ziemlich weit war hier, ne? Bis hier. Das ist schon ganz schön krass. So, wir bewegen uns jetzt wieder weg vom Strand. Wir sind jetzt hier an so einer riesengroßen Hüpfburg. Habe ich letztes Jahr auch noch nicht gesehen hier. Ist aber noch nicht in Betrieb und gehen jetzt mal hier direkt hier an der Düne, an der größeren ist hier so eine kleine Bar. Also hier die Hüpfburg, eine riesen Hüpfburg, das ist unglaublich. Aber noch nicht in Betrieb, sieht man ja. Überall so Sitzkissen. Hier wird aber noch aufgebaut. Ja, da ist schon was. Ja, da kann man schon sein Bierchen trinken, aber das ist mir noch zu früh. Ja. Die Toilette habe ich letztes Jahr auch noch nicht gesehen hier, die Strandtoilette. Ja, jedes Jahr sind wieder andere Perspektiven zu erkennen. Es ist nicht immer gleich hier. Jede Menge Möwen hier, Wahnsinn. Die machen ihre Runden und schauen, ob irgendwas Verwertbares da ist. Ich denke mal, diese Liegen gehören zum Hotel hier. Ne? Das ist Hotelbereich. Ja. Also wer hier direkt am Strand sein möchte, muss sich dieses Hotel hier merken. Ich werde es mal drunter schreiben, wie es heißt.
Für aktive Menschen, die Boot fahren oder fliegen wollen, sind die ganzen Geräte untergebracht. So, hier ein ganzer Fuhrpark. Ob die heute noch alle in Betrieb gehen, das weiß ich nicht. Dafür ist es vielleicht wirklich zu windig heute. Aber der Wind kann sich sehr schnell ändern. Also es kann mittags wieder total ruhig werden. So, hier ist die nächste Bar. Sieht auch ganz nett aus. Alles in lila Sitzsäcke. Ob es hier schon offen hat? Fragezeichen. Also so früh muss man gar nicht hier sein, wenn man noch Kaffee trinken möchte. Man könnte denken, hier macht Otto seine Werbung. Stimmt natürlich nicht. Und hier ist auch noch eine schöne Bar. Ob die jetzt offen hat, das müssen wir jetzt sehen. Jetzt haben wir endlich eine schöne Kaffeebar gefunden oder natürlich eine richtige Bar für auch andere Getränke. Sehr schön hier, ja, und gefällt mir. Wir haben den super Meerblick mit Palmen und sind wahrscheinlich heute die ersten Gäste, aber sie haben schon offen. Also schon mal hier ein guter Tipp hier und freuen uns schon auf den Kaffee. Ne? Schön nah zum Strand. Ja, man sieht Schöner Blick. sehr schöner Blick zum Wasser, ja. Sehr schön. Hier ist wahrscheinlich auch abends schön, ne? Wenn man auf dem Meer schaut. Ne? Sehr interessant hier. Das ist der Espresso am Strand. Das war jetzt ein sehr schöner Kaffee. Oder Espresso natürlich. Und eine sehr schöne Bar. Die werden wir uns merken. Hier nochmal den Blick. Nochmal zum Wasser. Jetzt gehen wir nicht am Strand zurück, sondern wir gehen jetzt mal hier an der Straßenseite zurück. Nicht an der Straße natürlich, sondern wir gehen jetzt mal dazwischen, zwischen der Hauptstraße und dem Strand. Versuchen wir mal unseren Weg zu finden. So, hier kommen wir direkt an der Strandpromenade raus und haben hier schon mal einen sehr schönen Blick. Das ist die Richtung, jetzt Richtung Nessebar, und jetzt drehe ich mal um. Und das ist die Richtung Seebrücke bzw. Richtung Sveti-Flas. Hinten ist das große Riesenrad. Hier ist aber immer noch recht ruhig. Es fängt jetzt an, das Leben. Hier in diesem Hotel geht es so langsam los. Ich denke mir, viele haben schon gefrühstückt. Und schon geht es an die Liegen. Ja, hier gibt es auch gute Möglichkeiten. Da könnte man auch einen schönen Kaffee trinken. Ja. Also hier wird zumindest nie langweilig. Hier gibt es immer was Neues zu entdecken und jedes Jahr sowieso. Ja, hier auch ein sehr schönes Hotel. Direkt auch hier am Strand, an der Strandpromenade. Und gut zu erkennen auf der linken Seite von mir aus gesehen der Minigolfplatz hier. So, wir verlassen diesen Holzweg hier, nenne ich mal so, und kommen jetzt hier auf eine Nebenstraße. Und hier beginnt so langsam das Leben. Es kommt gleich wieder das Wahrzeichen hier, die Pferdekutschen. Man sieht es jetzt. Sunny Beach erwacht langsam. Heute haben wir gefrühstückt und gehen zum Strand. Und wir kommen vom Strand und gehen dann frühstücken. Genau andersrum. Wenn wir schon mal hier sind, dann gehen wir natürlich auch noch ein bisschen einkaufen. Aber wir wollen ja noch frühstücken. Und wir brauchen noch ein bisschen Milch. Und so, was man immer so braucht am Tag. Brot auf jeden Fall. Schauen wir mal, ob es frisches Brot gibt hier. Und jetzt werde ich mal umdrehen. So, hier die Bar, die werden wir auch noch mal besuchen. Die ist auch recht schön.
abends mal besuchen. Und hier ist unser Carrefour Express. Von 8 bis 24 Uhr geöffnet. Das ist für uns perfekt. Und da gehen wir jetzt mal rein und schauen mal, was es da für uns jetzt heute gibt. Hier ist mal. Ich halte mal. Heute mal. Wo ist es denn gekalt? Ja, wir brauchen ja jetzt kein kaltes Bier. Kannst du 2? Ich kann auch 2 tragen, ja. Okay, jetzt geht's weiter. Mal den Preis zu sehen. Willst du sowas mal mitnehmen? Ja. Aber nur weniger, das sind mehr. Aber was ist mal Geld? Nimm's mal mit, ja. Ich nehme jetzt nicht. So als Gefühl. Schinken können wir noch mitnehmen, ja. Mal auf. Welchen hattest du immer? Den da. Immer den lieber. Ja, okay. Schau mal aufs Datum. An meinen Also kostet Geburtstag. 4,09 €. An meinen Geburtstag. So, was haben wir jetzt bezahlt? Also du hast gesagt 31 Lever, ne? Was haben wir jetzt gekauft? Ich will das mal umdrehen. 2 Milch, 2 Bier, Käse, Schinken und diese kleinen Croissants, oder? Ja. Ja. Gut, 15 €. Naja, ich würde sagen wie in Deutschland, aber wir haben es vor der Haustür hier. So, jetzt sind wir hier beim Frühstücken, ne? Genau andersrum wie die anderen. Die anderen frühstücken erst und gehen dann zum Strand und wir gehen erst zum Strand und frühstücken dann. Das Beste ist natürlich, hier ist der Kaffee, die Tomaten hatten wir ja schon, Marmelade, Käse und Schinken. Und das war's fast schon, oder? Da noch ein bisschen. Brot Ja, ist hinten noch. Brot da hinten. Da hinten ist Brot. Aha. Ich hol mal Brot. Mal ganz schnell hier. Hier das Frische da oben, ne? Genau. So. Ja, es war ein schöner Spaziergang, fand ich. War immer schön bis zum Strand gelaufen. Hat er gesehen, dass wirklich noch wenig los war. Ne? Ja, die Geschäfte haben ja gerade erst mal aufgemacht. Bars wurden geputzt. Genau. Und dann sind wir erstmal ein bisschen am Strand gelaufen. Das Meer war wild heute, fand ich. Sehr wild, ja. Sehr wild sogar. Aber das war es ja gestern auch schon. Und ja, gut, die Leute wurden natürlich mehr, aber das ist ja in Ordnung. Das macht ja den Sommer aus. Und ja, sind wir ein Stückchen gelaufen und dann haben wir eine Bar entdeckt. Die War kannten gut. wir noch nicht. Ja, die war neu. Und Für uns. die war wirklich schön. Also da konnte man schön sitzen und vor allen Dingen, was mir da gefallen hat, das war relativ nah am Meer. Sonst Genau. ist das Meer immer sehr weit weg von den Bars, wenn man sitzt. Aber da schon. Und dann 2 Kaffee so in der Früh, das war schon. Und da wäre vielleicht mal die Idee, dass wir auch mal abends hingehen, wenn es dann dunkel ist oder wenn es so in der Dämmerung ist. Und vielleicht gibt es auch mal ein Plätzchen für uns, da ist bestimmt da was los, viel los. Ja, da ist viel los. Klar, Abend gehen wir sowieso mal abends mal die Richtung. Das Ja. war Richtung Brücke. Richtung Brücke. Man sah schon die Brücke fast schon und Ja, die Bar kannten wir aber komischerweise. na, die kannten wir noch nicht. Da kommen ja dann immer mehr Bars, ne? Ist klar. Ja, und die war eigentlich sehr schön dekoriert. Also die sah wirklich toll Ja. aus. Alles sauber, tippitoppi. Sehr schön. Genau. Ja, das war heute ein schöner Ausflug. 2 Stunden waren es. 2 Stunden. Ja. Ja, und jetzt mache ich Frühstück. Jetzt haben wir Hunger. Dann also machen wir jetzt die Kamera aus. Stopp, Recording. Bulgaria, ich seh dein Licht im Abendrot, im Sternenlicht. Die Wellen flüstern deinen Namen, ich spür dich tief wie sanfte Flammen. Und irgendwo im warmen Licht wartest du und rufst nach mir. Bulgaria, ich hör deinen Namen im Wind, im Meer, in all meinen Träumen, verliebt in den Sand, in das blaue Blau. Ich schwör, ich komm wieder, genau hierher, genau.
Sand, die Zeit steht still. Der Himmel brennt in warmem Gold. Ich trag dich mit, wohin ich geh. Dieser Sommer glaub, wir sind bleibt jetzt richtig. für immer, bleibt bei mir. Wir sind richtig, dann ist gut. Hold. Und irgendwo im warmen Licht wartest du und rufst nach mir. Bulgaria, ich hör deinen Namen im Wind, im Meer, in all meinen Träumen, verliebt in den Sand, in das blaue Blau. Ich schwör, ich komm wieder, genau hierher, Träume über Sunny Beach, unsere Namen im goldenen Ring. Ich trag die Zukunft in deinen Tag und wir uns lieben ein Leben lang. Das ist Margarita, oder? Ohne? Nee, ohne Schinken, aber vegetarisch, Vegetarier? Ja, okay. Heute gehen wir essen, und zwar mit unseren Freunden Olga und Alex. Letztes Mal haben wir schon einen kleinen Spaziergang zum Strand gemacht. Da habe ich ein Hotel gefilmt. Da konnte man oben essen, und zwar nach dem Prinzip All You Can Eat. Also einmal bezahlen und dann so essen, so viel man kann. Ob dabei Getränke dabei sind, werden wir dann sehen. Ob es dann schmeckt, werden wir dann auch sehen in der Bewertung zum Schluss. Und wie die Aussicht ist dann von oben, das ist ja ganz oben, ob man zum Strand sehen kann und wie das Wetter ist. Heute ist natürlich gutes Wetter. Gestern hat es zum ersten Mal geregnet, so am Rande erwähnt. Aber das kommt ja hier selten vor. Deswegen seid gespannt, wie es heute beim Essen wird. So, jetzt bezahlen wir dann hier. Bin schon da. Ja, hast du was abgenommen? Ja. Ganz oben. Dann ist aber 10. Denke ich schon. Hier geht's raus. Hier geht's raus, oder? Da geht's raus. Ihr habt sogar gesagt, ich glaube, ich habe gesagt, links. Also hier können wir dann zuschlagen. Okay. Gibt's nur Schleckeis. Ja, ja. Müssen wir erstmal einen Platz finden, würde ich sagen. So, da geht's auch noch. Aber da ist reserviert. Da ist reserviert. Also man hat tatsächlich einen sehr schönen Blick aufs Meer. Ja. Echt ein schöner Blick, ne? Schon wie jetzt, oder? Oh, das sieht gut aus. Das ist doch perfekt. Perfekt. Ist jetzt so kalt, oder? Voilà, es geht schon. Jetzt haben wir den Platz ein bisschen hier nochmal verlagert. Auf der anderen Seite war es sehr, sehr windig. So, und hier ist noch die Sonnenseite und hier ist Windschatten. Und jetzt sind die anderen erstmal losgegangen und holen was zum Essen. Ich halte mal den Platz frei. Getränke habe ich schon. Also Alkohol kostet Geld. Alkoholfreie Getränke und so weiter sind auch kostenlos. So zum erstmal zur Info. Also Rindgulasch, das war der erste Gang. Erste Gang. Weil ich habe so Hunger, ich habe gedacht, Ja, das ist fang jetzt an. Was Gescheites. Genau. Und was kriegt die Rosi heute? Salat. Ach so, als Vorspeise. Als Vorspeise. Genau. So, das ist meine Vorspeise. Pommes esse ich ja immer gerne.
kann man nichts machen. Und da ist ein bisschen Schweinefleisch. Schweinefleisch mit Pommes. Genau, und das ist eine kleine Pizza als Vorspeise. Aber Gulasch nehme ich auch noch. Ah, Kartoffeln, das nehme ich auch, ja. Kartoffelstand. Das wäre auch mal eine Idee, mit Gulasch dann. Das wäre auch mal eine Idee. Hinten ist das Gulasch, ja. Möchtest du auch? Ja, mach mal. Ja, genau. Das ist schon mal ganz gut. Und dann warten wir mal, bis das Gulasch dann geht. So, dann mach du mal erstmal. Oder? Dann tu noch mal was rechts daneben. So, oder? Ja, so, ja. Ein bisschen Soße noch? Ja, Soße noch, ja. Okay. Hier geht's weiter, wenn man will, ja. So. Die Teller sind so klein eigentlich. Hähnchen ist so lecker aus, so weich. Das war jetzt Kartoffel. Und jetzt probieren wir das mal. So, jetzt beim dritten Gang habe ich mal Fisch genommen. Und was hast du? Jetzt auch so was ähnliches. Fisch. Nochmal Gratin, Vorspeisen. Geröstete Paprika, die sind so groß. Und das sieht gut aus. Das ist dann zum Schluss, ne? Das ist auch. Sehr gut. Und jetzt gibt es den Abschluss, oder? Ja. Und das ist jetzt ziemlich viel, aber ist ja nicht für mich alleine. Das täuscht. Ich sag, das ist nicht für mich allein. Ja, ja. Oh, oh, oh. Golden sand beneath our feet, whispers carried by the heat. A salty breeze, it tells no lies underneath the